Ja, geht's dir auch so? Du achtest auf deine Ernährung und trotzdem fühlst du dich müde, hast Schmerzen und fragst dich, woran liegt das? Und genau dieses Problem haben, glaube ich, viele mit Fibromyalgie. Und deshalb zeige ich dir heute 3 Ernährungsfehler, die die Symptome oft verstärken können. Das sind natürlich keine Wundermittel, aber das sind Bausteine, die dir im Alltag helfen können. Ich bin Carola Schröder. Seit vielen Jahren begleite ich Menschen mit Fibromyalgie mit dem Schwerpunkt auf kohlenhydratarmer und antientzündlicher Ernährung. Und dabei sehe ich immer wieder die gleichen Stolperfallen. Und genau die schauen wir uns heute an. Fangen wir mit Stolperfalle 1 an. Die betrifft viele von uns. Denn viele merken oft gar nicht, wie viel Zucker sie eigentlich zu sich nehmen. Auch Dinge, die nach außen hin gesund wirken, wie Obst oder Müsli, Brot, die können den Blutzucker stark beeinflussen. Und bei Fibromyalgie kann oft schon eine kleine Menge Obst Symptome auslösen. Das habe ich immer wieder beobachtet. Und da entstehen Blutzuckerschwankungen und die können Erschöpfung, Schmerzen, Stimmungstiefs und weiteres deutlich verstärken. Hier mal ein typisches Beispiel. Es gibt ja Leute, die den Tag mit Saft und Müsli starten und das klingt gesund, führt aber zu einem schnellen Blutzuckeranstieg und danach wieder zu einem Abfall. Und genau das macht müde, kann Schmerzen verstärken und auch die Konzentration oder den Schlaf beeinträchtigen. Wer stattdessen zum Beispiel zuckerfreien Joghurt mit Beeren und Nüssen probiert, der wird den Unterschied wahrscheinlich merken. Weniger Schwankungen und mehr Stabilität. Oder man greift zu kohlenhydratarmen Alternativen wie den Backmischungen oder den Brötchen von Ketofaktur. So bleibt der Blutzucker viel besser in Balance. Und wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, ich habe in der Videobeschreibung einen kleinen Rabatt für dich hinterlegt, schau da gerne mal rein. Das Frühstück allein reicht allerdings nicht aus. Gerade wenn es um den Blutzucker bei Fibromyalgie geht, da ist Dranbleiben unglaublich wichtig. Es betrifft also auch die anderen Mahlzeiten. Und genau hier kommt dann Low Carb ins Spiel. Und was noch wichtig ist, es geht nicht nur um den klassischen Zucker. Auch Stärke aus Brot, Reis, Nudeln, Kartoffeln wird im Körper schnell zu Zucker und lässt den Blutzucker steigen. Eine kohlenhydratarme Ernährung, also Low Carb, kann helfen, diese Schwankungen abzufangen. Und damit ist nicht gemeint, dass man gar keine Kohlenhydrate mehr isst, sondern dass man eben darauf achtet, dass man den Anteil deutlich reduziert und auch bewusster auswählt, welche man denn da isst. Vielleicht hast du ja schon mal gemerkt, dass du nach bestimmten Essen Kopfdruck bekommst oder müde wirst oder andere Symptome hast und fragst dich, warum ist das so? Dann denk doch künftig mal dabei an die Kohlenhydrate und an den Blutzucker, beobachte das mal. Und schreib gerne in die Kommentare, vielleicht hast du ja auch solche Erfahrungen schon gemacht. Und wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, in diesem Video hier, da erkläre ich das alles genauer, schau da gerne mal rein. Ja, Ernährung betrifft aber nicht nur Zucker oder Kohlenhydrate, das war ja nur der Einstieg. Auch bei den Fetten gibt es große Unterschiede, und zwar beim Omega-3 und Omega-6. Denn das kann Symptome ebenfalls deutlich beeinflussen. Viele denken ja, ich esse doch Fisch oder ich nehme Leinöl oder so, aber das reicht heute nicht mehr aus. Das ist so, früher war Fisch reich an Omega-3 und heute ist das ganz anders. Und gleichzeitig nehmen wir viel mehr Omega-6 zu uns als noch vor ein paar Jahrzehnten. Das bedenken viele gar nicht, dass sich da auch wirklich viel geändert hat. Und genau das führt zu einer Schieflage im Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Das ist deshalb ein Problem, weil Omega-6, was dann zu viel wird, ja Entzündung fördert. Und besonders kritisch sind Pflanzenöle wie Sonnenblumen, Distel, Maiskeimöl. Die enthalten alle ganz viel Omega-6 und treiben dieses Verhältnis völlig aus dem Gleichgewicht. Eine bessere Wahl sind da kaltgepresste Öle, wie zum Beispiel das Rapsöl von der Ölmühle Godenstedt, das ich oft für selbstgemachte Mayonnaise verwende. Oder ich nehme dort auch das Kokosöl, das nehme ich zum Braten. Und auch für den Shop findest du einen Rabatt in der Videobeschreibung, falls du gerade auf der Suche nach guten Ölen bist. Ja, wusstest du, dass es verschiedene Omega-3-Fettsäuren gibt? Und gerade wenn es um Schmerzen, Konzentration, Energie oder auch die Stimmung geht, dann sind vor allem EPA und DHA entscheidend. Ja, Leinöl, das ist ja das Omega-3-Öl, das viele ja auch ganz bewusst nehmen und auch ich nehme das. Leinöl enthält diese Fettsäuren aber gar nicht. Da steckt nur ALA drin, das ist auch eine Omega-3-Fettsäure.
Und diese ALA, die kann zwar in EPA und DHA umwandeln, aber nur in einem ganz, ganz kleinen Anteil, der überhaupt nicht ausreicht. So, jetzt wo wir wissen, dass Leinöl allein nicht ausreicht und wir uns auch um EPA und DHA kümmern müssen, da lass uns noch mal kurz über die Qualität von Omega-3-Produkten sprechen, denn viele Kapseln aus Supermarkt und Drogerie sind zu niedrig dosiert, oder oft ist das so. Und wenn du wirklich dann einen Unterschied spüren willst, dann setz lieber auf hochwertige Öle, auf Fisch- oder Algenöl. Und Omega-3 wirkt nämlich ausgleichend und unterstützend fürs Nervensystem, für die Muskeln, für die Konzentration und eben auch sogar für die Stimmung. Und es hilft, das Gleichgewicht gegenüber Omega-3 wiederherzustellen. Ich selbst nutze seit vielen Jahren Norsan-Produkte, weil die eine hohe Qualität haben, weil sie geprüfte Reinheit bieten. Und da gibt es eben einen 15% Rabatt für euch, wenn ihr das möchtet, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Jetzt noch kurz zu meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte früher oft Rückenschmerzen, die sich wie Entzündungen angefühlt haben. Vor allem in Stresssituationen war das bei mir so. Und das ist bei mir mit Omega-3 deutlich besser geworden. Vielleicht kennst du das ja auch, diese entzündlichen Schmerzen. Das würde mich wirklich interessieren, ob es nur bei mir so ist oder ob es anderen auch so geht. Schreibt dann doch mal gern in die Kommentare. Ja, außerdem hat sich meine Konzentration verbessert. Früher habe ich den Faden verloren und nicht wiedergefunden. Und heute finde ich ihn wieder und kann länger am Stück konzentriert arbeiten. Und für mich ist Omega-3, also hat wirklich einen Unterschied gemacht. Ja, falls du jetzt denkst, wie finde ich denn heraus, ob ich genügend von den richtigen Omega-3-Fettsäuren habe? Und genau dafür gibt es einen einfachen Selbsttest für zu Hause, den ich inklusive Beratung anbiete, in Zusammenarbeit mit einem zertifizierten Labor. Und ich erkläre dir kurz, warum das sinnvoll ist. Denn viele Menschen haben wirklich ein Ungleichgewicht zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren, und zwar ohne es zu wissen natürlich. Und es ist wichtig, genau herauszufinden, welche Omega-3-Fettsäuren dir denn tatsächlich fehlen. Denn nur dann kannst du gezielt das richtige Produkt wählen und damit dann ja auch unnötige Fehlkäufe vermeiden. Falls dich der Test interessiert, du findest ihn in meinem Shop oder auch den Link in der Videobeschreibung. Ja, neben den Fetten spielt aber auch Eiweiß eine zentrale Rolle. Und ich möchte dir jetzt erzählen, warum das auch wirklich wichtig ist. Das ist echt wichtig. Denn vielleicht denkst du jetzt zuerst bei Eiweiß an Sportler und Muskeln. Aber gerade bei Fibromyalgie ist Eiweiß entscheidend. Denn unsere Muskeln, unsere Nerven und unser Immunsystem, die brauchen genug Eiweiß, um sich zu regenerieren. Das sind Baustoffe. Und viele Menschen und meistens Frauen, die nehmen unbewusst wahrscheinlich auch zu wenig davon auf, besonders wenn sie auf tierische Produkte verzichten. Und der Körper, der kann pflanzliches Eiweiß zwar auch nutzen, aber es ist meist etwas schwieriger für ihn zu verwerten. Tierische Eiweißquellen haben in der Regel eine höhere Wertigkeit für den Körper, das ist so, ob uns das gefällt oder nicht. Mal ein Beispiel. Ein Teller Nudeln mit Tomatensauce bringt kaum Eiweiß. Tauscht man die Nudeln aber gegen Hühnchen mit Gemüse, dann sieht das ganz anders aus. Der Eiweißanteil ist deutlich höher, der Körper hat Baustoffe, die er wirklich nutzen kann. Und natürlich ist es nur ein Beispiel. Und wenn du dich vegetarisch oder vegan ernährst, dann solltest du einfach unbedingt auf ausreichend hochwertige pflanzliche Eiweißquellen achten. Wenn der Körper nämlich nicht genügend Eiweiß bekommt, dann geht er an seine eigenen Vorräte, und zwar die Muskulatur, da sitzt das Eiweiß. Und das bedeutet, der Körper baut die Muskeln ab, anstatt sie zu erhalten oder aufzubauen. Und genau das verstärkt dann wieder Schwäche und Schmerzen und noch mehr. Ja, und nun nochmal zur Orientierung. Man rechnet oft mit etwa 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht als groben Richtwert für den Bedarf, den man hat. Manche empfehlen mehr, je nach Situation. Und dabei ist aber wichtig, es geht nicht um Gramm Fleisch oder Fisch. Also wenn du jetzt 70 Kilo wiegst, das wären dann 70 Gramm, aber nicht 70 Gramm Fleisch oder Fisch, sondern 70 Gramm Eiweiß im Fleisch oder Fisch. Es geht also um den tatsächlichen Eiweißanteil darin. Ja, bei mir ist das so, ab und zu ergänze ich meinen Eiweißbedarf mit einem laktosefreien Whey-Protein. Pflanzliche Pulver habe ich mehrfach probiert, aber ich habe die einfach alle nicht gut vertragen im Bauch. Ich weiß nicht, warum das so war. Und mit dem Whey-Protein von Edubili, da komme ich gut zurecht. Da bin ich durch Zufall drauf gekommen, hat mich jemand drauf gebracht. Und falls dich das interessiert, da gibt es einen 5% Rabattcode, findest du in der Videobeschreibung. Ja, wie du siehst,
Ernährung kann ein großer Hebel sein. Aber es gibt natürlich noch mehr Faktoren, die deine Symptome beeinflussen können, das ist ganz klar. Und ein wichtiges Thema ist das Nervensystem. Und genau darum geht es in meinem Video, was du hier siehst. Dort erfährst du, was in deinem Nervensystem bei Fibromyalgie passiert, warum sich Stress ganz anders anfühlen kann als bei Gesunden und was du selbst tun kannst, um aus diesem Alarmzustand rauszukommen. Vielleicht ist da ja auch was für dich dabei. Schau gerne mal rein und wir sehen uns dann vielleicht ja dort wieder. Bis bald.